Hallo und herzlich willkommen zu unserer YouTube-Reihe der Benz Print Server. Heute möchte ich euch gerne das Epson-Label-Programm etwas genauer zeigen und unsere neue Erweiterung vorstellen. Seit dem letzten Update können wir nun auch den Epson TMC 7500 bedienen. Außerdem gibt es jetzt auch eine Jobticket-Option, die euch ermöglicht, jeden Massenausdruck mit eigenen Optionen zu versehen, wie zum Beispiel Labelgröße oder Positionierung. Aber genug davon. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Programm Step by Step ganz leicht bedienen und perfekt auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Davor, falls ihr das erste Video zu unserem PDF-Formfill-Plugin noch nicht gesehen haben solltet, ist es hier für euch verlinkt. Um nun das Label zu gestalten, müssen wir zuerst die Größe in Word festlegen und zusätzlich die Ränder entfernen. Danach können wir uns der Gestaltung des Labels widmen und es so anlegen, wie wir es möchten. Natürlich könnt ihr auch jedes andere PDF-Generierungsprogramm verwenden. Ich allerdings benutze hierfür Word, weil es meiner Meinung nach am einfachsten zu bedienen ist. Daraufhin bearbeiten wir das Label, welches wir davor in Word als PDF abgespeichert haben, insofern, dass wir nun alle variablen Textfelder anlegen. Dies könnt ihr entweder mit Adobe Acrobat Pro DC machen oder einem beliebigen anderen Programm, welches in der Lage ist, variable Textfelder in PDFs einzufügen. Beim Eingeben der Feldnamen ist darauf zu achten, dass diese später mit den Feldnamen aus der CSV-Datei übereinstimmen. Zusätzlich können auch noch, wenn benötigt, Barcode- und Logofelder hinzugefügt werden. Die Logofelder werden im Nachhinein mit auf Benz hinterlegten PDF-Logos gefüllt. Anstatt Logos könnt ihr natürlich auch beliebige Bilder und Grafiken verwenden. Wohingegen wir bei den Barcode-Feldern noch eine Sache beachten müssen. Wir generieren nämlich davor mit dem Benz PCL Barcode Designer zuerst einen Hexstring, in diesem alle Werte wie Größe und vor allem das Aussehen des Barcodes hinterlegt sind, und fügen diesen zusätzlich noch in das Barcode-Feld ein. Nun ist die PDF-Label-Vorlage fertig. Die fertige Vorlage kopieren wir nun in unser Hotfolder-Verzeichnis, wo diese automatisch auf Benz hochgeladen und verarbeitet wird. Auf diese Art und Weise können wir eine uneingeschränkte Menge an Labelvorlagen hochladen. Das Erkennungsmerkmal eines Labels ist der verwendete Dateiname. Dieser muss allerdings als Feldwert in der CSV-Datei angegeben werden, um eine Zuordnung zu ermöglichen. Um jetzt noch den Workflow genauer zu definieren, bearbeiten wir ein Jobticket und legen dies auch in den Benz Hot-Folder. Das Jobticket wird nun eingelesen und es werden alle Werte, die wichtig für den Workflow sind, übernommen. Als Beispiel Größe des zu bedruckenden Etiketts und ob gecuttet werden soll oder nicht. Der Workflow ist nun vollständig vorbereitet und Benz ist bereit, zu dem Label gehörende Daten zu empfangen und einen serialisierten Labeldruck zu starten. Interessant ist diese Lösung auch für SAP-Anwender, denn damit können sie farbige Labels und Formulare sehr schnell selbst entwickeln und direkt aus dem SAP-System drucken. Mit einfachen Mitteln kann ein bestehendes SAP-ABAP-Programm so angepasst oder auch neu erstellt werden, dass eine selektierte Liste mit variablen Daten, die auf dem Label ausgedruckt werden sollen, als CSV-Datei ausgegeben wird. Dabei kommt der SAP-Standard-Gerätetyp UC-Plain zum Einsatz. Es wird ein Drucker im SAP-System angelegt, der diesen Gerätetyp nutzt und über die Koppelart U mit dem Benz-Server verbunden ist. Der Ausdruck sieht im SAP-Spool beispielsweise so aus. Das Wichtigste, wie Sie auch hier sehen können, ist der Labelname, weil dieser die zu bedruckende Labelvorlage selektiert. Wenn wir diese Spool-Datei erneut aus dem SAP-System drucken, kommen aus dem Drucker 5 Labels mit verschiedenen variablen Daten heraus. Natürlich bekommen SAP-Anwender, die sich für unser System entscheiden, genaue Instruktionen und Unterstützung bei der einmaligen Anpassung ihrer Programme. Bei Bedarf liefern wir auch ein ABAP-Rahmenprogramm, das der Anwender an seine Bedürfnisse anpassen kann. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer, falls ihr dazu nun mehr wissen wollt, zögert nicht, uns zu kontaktieren.